Hey Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal Fragrance Dog hier aus Hamburg. Ja, ich wurde oft gefragt, Dog, stell doch mal deine Aftershaves vor, falls du welche benutzt. Weil ich rasiere mich ja nicht immer. Manchmal lasse ich es auch wirklich wachsen und so weiter und so fort, weil ich da kaum Zeit manchmal für habe und keine Lust dann. Aber natürlich habe ich auch Aftershaves und das ist nicht meine Spezialdisziplin hier, die ich jetzt euch zeige. Also ich kann nicht so, da gibt's so wie Kai, ne? Kai Porten, der kann zum Beispiel das definitiv besser, auf jeden Fall, obwohl er einen Bart hat, aber er kennt sich bestimmt mit Aftershaves besser aus als ich. Aber ihr wolltet meine Aftershaves wissen, die ich persönlich am besten finde. Ich habe einige über die Jahre, über die Jahrzehnte, wollte ich gerade sagen, schon ausprobiert und es sind insgesamt 3 Aftershaves, die ich wirklich bevorzuge und auch behalten werde und auch nur noch die, plus ein Aftershave Balm. So, aber bevor ich euch das erzähle, für die Neuen, bleibt hier auf diesem Kanal. Wenn ihr Bock auf Düfte habt, wenn ihr neu einsteigen wollt in die Duftwelt, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. So, wir fangen mal mit den ersten an. Das ist das Aftershave Balm, was ich benutze von Dapper Dan Jandal. Ist richtig aufgesprochen, Jandal. Und das ist ein Aftershave Balm. Für mich ich habe einige ausprobiert, aber für mich einfach so richtig oldschool. Die Milch, die hier drin ist, der Balm, so richtig schön sauber, klar, wie aus den 50ern. So ist ja auch das aufgebaut und im Endeffekt gibt's die auch schon, glaube ich, ganz lange. Ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe schon mal vor ein paar Jahren dieses Video gemacht. Das lief sehr gut. Aber es ist noch ein Duft dazugekommen, beziehungsweise ein Aftershave. Und hier, ihr seht es, der Aftershave Balm ist richtig nice. Logischerweise brennt nicht, aber geht sehr schnell rein in die Haut, also zieht sehr schnell ein, ist sehr cremig und ihr nehmt den tatsächlich richtig gut lange wahr. Also ihr riecht den richtig, dieses cremige, ich kann das gar nicht beschreiben, was das angeht, das ist das, was ich meine. Also er riecht cremig, milchig, bisschen nicht blumig, nicht, aber ja einfach so Seife, die cremig ist, so müsst ihr euch das vorstellen. Also der Balm gefällt mir richtig gut. Allerdings, ich finde, ein Balm ist jetzt nicht so interessant. Wichtig ist ja, was gleich kommt. So, dann fangen wir dann gleich auch mal mit den ersten an. Und zwar kommt der auch von Dapper Dan, und zwar das Blue. Ja, das Blue. Und das ist sehr nice. Riecht einfach sportlich, frisch, dazu auch etwas cremig wieder. Und ihr habt einfach einen Kühleffekt auf der Haut von allerfeinsten, also richtig cool. Und ich muss sagen, es brennt fast nicht. Durch den Kühleffekt wird das sofort gestoppt. Und ein bisschen brennen ist immer da. Ist klar, ihr seid da vorher mit der Klinge rübergegangen. Aber danach ist das so gut wie es geht weg, ganz schnell. Und dann kühlt das, also ich muss schon sagen, eine ganze Weile ganz gut. Und ihr nehmt den wirklich 1,5 Stunden, sage ich mal, so wahr auf der Haut. Es ist ja jetzt nicht unbedingt, glaube ich, so wichtig, dass ein Aftershave lange hält. Da kommen wir gleich zu den nächsten. Das hält nämlich länger. Und das ist wie gesagt Dapper Dan. Mir gefällt das. Mir gefällt das ist eigentlich oldschool aus den 50ern, so in New York, sage ich schon, in Amerika, New York dann auch natürlich. Und das gefällt mir. Und auch der letzte, den ich neu habe, ist so richtig Amerika. Und ja, Dapper Dan Blue könnt ihr ausprobieren, wenn ihr was Frisches, Aquatisches, wollte ich schon sagen. Ich bin so natürlich in Parfüm so drin, aber einfach cremig, frisch, so das Meer in cremig müsst ihr euch so vorstellen. So ist dieser Duft. Passt sehr gut. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblings-Aftershave. Das ist wirklich mein Lieblings-Aftershave. Auch der neue ist gut, der gleich kommt, aber der Green von Don Dapper. Ach so, hier, das habe ich eben falsch. Hier, Don Dapper. Also Don Dapper und Dapper Dan. Das ist dasselbe, soweit ich weiß. Und ja, hat mit Europa und USA irgendwas zu tun, hatte ich mal gelesen. Auf jeden Fall hier das Grüne. Wow, der Green von Don Dapper Dapper Dan ist absolut nice. So, was heißt das? Cremig, und dann kennt ihr Relax von Davidoff, und das ist das Geile. Der kommt da sehr gut ran, und wer diesen Duft vermisst von früher,
Davidoff Relax, einer der geilsten Düfte, leider schon seit zig Jahren eingestellt. So müsst ihr euch das Aftershave vorstellen. So habt ihr auch, und dieses cremige, und das brennt gut am Anfang, aber ist dann weg und passt. Das ist einfach geil. Das passt einfach. Und ich liebe jeden, den ich das vorgestellt habe, der feiert das. Also ein bisschen cremig dazu, frischer natürlich als das Original Relax, aber sonst kommt er ihnen sehr nahe. Also das ist schon von allerfeinsten, kann ich nur sagen. Richtig geil. Don, Draper, Dapper, Dan, wie auch immer, Green. Ich werde die unten verlinken, ne? Und dann, wenn ich sie finde und dann, oder bekomme und dann wirklich Schlag dazu. So, und jetzt kommt mein letzter, der neue von Fine, American Blend Classic Aftershave. Ja, das ist so ein richtiger Geruch. Das ist so richtig Barbershop-mäßig. Und so sieht die Flasche aus. Und das ist wirklich Oldschool USA. Das stimmt, das hat mir ein Follower, danke dafür. Ja, minzig, cremig, frisch. Das ist so wirklich, wenn man zum Barber geht, zum Barbershop und so weiter, richtig nice, richtig geiles Aftershave. Oder ja, klassisches Rasierwasser eben, sehr, sehr nice. Also das gefällt mir. Wie gesagt, ich bin da kein großer Spezialist drin, was Aftershaves angeht. Das mache ich mit Parfüms eben. Und ich kann nur sagen, diese 4, also nehmen wir das Balm weg, ne? Oder nehmen wir auch hier das Balm, ist einfach oder sind das A und O für mich, was im Moment Aftershaves angeht. So, vor allen Dingen den blauen und den grünen und den hier auch. Ich muss dazu sagen, dass das ein bisschen mehr kostet. Das sind 20 Euro, glaube ich. Und gleich vorweg, die könnt ihr bei Amazon auch kaufen. Ihr bekommt da keine Fakes. Also Leute, macht da keinen Stress. Den habe ich auch von Amazon. Und ihr kriegt auf jeden Fall diese Dinger zugeschickt. Und natürlich nicht fake. So, und die so und so nicht. Also macht euch da, was das angeht, keine Gedanken. Auf jeden Fall kann ich euch Fine und Dapper Dan oder Don Draper auf jeden Fall ans Herz legen und testet unbedingt den Grün. Ich werde auch irgendwann nochmal das Haarwasser ausprobieren. Es gibt das noch als Haarwasser. Also, das ist schon genial. Ja, sehr, sehr nice, kann ich nur sagen. Also Leute, macht's gut. Und, ne, wie gesagt, steinigt mich nicht, weil ich bin jetzt kein Aftershave-Profi. Ich bin eher Parfüm-Profi natürlich. Und deswegen, aber auf Wunsch habe ich es gemacht. Also Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.